Ich werde versuchen, mich 30 Tage lang nur von Junkfood zu ernähren. Wie lange halte ich das durch? Übelste Magenkrämpfe. Ich muss das Experiment abbrechen. Alles andere wäre... Ich versuche seit einiger Zeit, mich gesünder zu ernähren. Und ihr seid immer dabei. Zucker reduziert, gar kein Koffein, mehr Obst und Gemüse. Insgesamt ganz schön viele Einschränkungen. Also wollte ich wissen, was passiert mit meinem Energielevel, meiner Gesundheit, meiner Produktivität, wenn ich mir wieder richtig etwas gönne und mich nur noch von Junk und Fastfood ernähre. Die Regeln. Ich darf in den nächsten 30 Tagen nur Junkfood essen. Burger, Pizza, Pommes. Wenn Gemüse im Burger ist, gilt das. Es darf aber nicht extra konsumiert werden. Abgesehen von der Ernährung stelle ich nichts um. Das heißt, ich bewege mich auch genauso viel wie vorher und stelle auch sonst nichts um. Nur eine Sache ist anders. In den nächsten 30 Tagen werde ich nicht nur sehr fettig essen, sondern auch meinen ersten Kinofilm schreiben. Ich bin hauptberuflich Drehbuchautor und Regisseur und habe eine große Chance an Land gezogen. Aber erstmal Frühstück. Hallo? Da ich keine kreative Idee zum Junk-Frühstück habe ich mir einen Traum erfüllt und frühstücke das hier. Das Mittagessen wird aber interessanter und ist auch wesentlich schneller gekocht als sonst. Ich habe mir jetzt gerade 2 Burger gemacht mit Tomate, Gurke, alles drin. Ja, das ist ein veganes Patty. Boah. Stopp! Bevor ich hier reinbeiße in diese Mischung aus Salat, Tomate und einem zu gefühlten 90% aus Gemüse bestehenden Burger, was ist eigentlich das Problem? Junkfood? Schmeckt gut, hat aber einen schlechten Ruf. Und ich frage mich, warum? Wer will uns da was wegnehmen? Junkfood enthält viel Fett, Zucker und Salz. Es löst Glücksgefühle in unserem Gehirn aus. Es enthält aber nur sehr wenig wichtige Nährstoffe, die unser Körper dringend braucht. Studien weisen darauf hin, dass der regelmäßige Konsum von Junkfood mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen wie Fettleibigkeit, Herzerkrankungen, Diabetes und sogar geistiger Beeinträchtigung in Verbindung steht. Es kann Entzündungen im Körper fördern und das Risiko für chronische Krankheiten erhöhen. Also das hier sind die klaren Vorteile von Junkfood. Und mehr muss ich auch nicht wissen. Ich habe so viel Salat drauf getan, dass es noch gesund schmeckt. Das gesamte Experiment wird ärztlich begleitet und es werden regelmäßig meine Werte gecheckt. So sieht's vor dem Experiment aus. Und was das im Detail bedeutet, erkläre ich später noch. Für den Moment müsst ihr mir einfach glauben, dass das hier alles super ist, so wie es hier steht. Also nach einem bin ich definitiv noch nicht satt. Meine neue Ernährung spart nicht nur Zeit beim Zubereiten, sondern auch beim Essen bin ich viel schneller. Normalerweise brauche ich 20 Minuten, jetzt aber sehr viel weniger. Ich habe die beiden Burger jetzt in 8 Minuten gegessen. Das kommt mir sehr schnell vor. Wenn ich sonst Mittag esse, dauert das länger. Vielleicht bin ich auch einfach jetzt gerade schnell gewesen, weil es so geil geschmeckt hat. Jetzt ist 12:13 Uhr. Ich melde mich wieder und sage euch, wie lange das vorgehalten hat. Mit Junkfood satt zu werden ist schwer, weil es viele Kalorien, aber kaum Nährstoffe enthält, die lange satt machen. Dadurch isst man oft mehr, als der Körper braucht, was schnell zu einem Kalorienüberschuss führt. Außerdem hat Junkfood eine hohe Energiedichte. Das heißt, kleine Mengen liefern viele Kalorien. Kalorien, die der Körper nicht verbrennen kann, werden als Fett gespeichert. Und wenn man sich jetzt nicht entsprechend viel mehr bewegt, kann diese Ernährung auf Dauer einiges an Problemen verursachen. Und das merke ich auch deutlich. 1 Stunde nach meinen Burgern gibt's wegen Hunger Nachschub. Aber Zeit zum Kochen habe ich keine mehr, also Tiefkühlpizza. Und danach stellt sich endlich so etwas wie Sättigung ein. Ich bin irgendwie ganz schön müde und ich habe einen richtigen Stein im Bauch. Das ist etwas unangenehm. Aber das Essen war richtig geil. Ich nehme ja kein Koffein zu mir, also gar nicht. Und das wäre jetzt vielleicht die Lösung, einfach Koffein reinballern, damit man wieder wach wird und die Verdauung schneller ist, aber das mache ich nicht. Und so reagiert mein Körper bereits am ersten Tag ziemlich heftig. Und das hier passiert. Ich habe übelste Magenkrämpfe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin das vielleicht einfach nicht mehr gewohnt. So viel Fett. Da war ja auch einiges an Zucker mit Sicherheit drin. Es waren ja Ersatzprodukte. Und ich habe Zucker ja ganz, ganz krass reduziert seit über einem Jahr. Ich komme mir so blöd vor, das gerade so zu filmen dabei. Aber ja, das ist echt fies. Ich will mich jetzt ein bisschen bewegen. Gucken, ob ich das so ein bisschen weglaufen kann. Viel mehr schaffe ich an diesem Tag auch gar nicht zu essen, da ich immer noch Intervallfasten praktiziere und nur zwischen 9 und 15 Uhr esse. Ich frage mich aber, ob der sehr radikale Wechsel zu 100% Junkfood auch die Ursache für die deutlichen Effekte am zweiten Tag sein kann. Ich glaube, das Krasseste ist, dass das Junkfood zu so einer krassen, überragenden Antriebslosigkeit führt. Ich bin jemand, der sonst sehr diszipliniert seine Sachen macht. Und eigentlich geht's mir aktuell körperlich nur noch scheiße. Und das Komische ist, ich habe trotzdem Lust auf Junkfood. Also ich habe trotzdem Lust, mehr davon auch zu essen. Aber ich bekomme nichts mehr richtig gebacken. Junkfood führt zu mehr Junkfood? Ja, sogar schon im Kleinen. Dafür gibt's klare Belege.
Junkfood enthält viel Zucker, Fett und Salz, was kurzfristig Glücksgefühle auslöst, ähnlich wie bei Suchtstoffen. Das kann Heißhunger auslösen und das Verlangen nach mehr ungesunden Lebensmitteln verstärken, da der Körper kurzfristige Energiegewinne bevorzugt. Dieser Effekt kann über Tage hinweg anhalten, da das Gehirn weiterhin nach diesen schnellen Belohnungen sucht und so das Verlangen nach mehr Junkfood verstärkt wird, was langfristig unser Essverhalten negativ beeinflusst. Jetzt chill doch mal. Man wird sich doch mal was gönnen können. Mir ist vor allem wichtig, dass ich während des Experiments weiter an meinem Kinofilm arbeiten kann. Wie sieht's da eigentlich aus? Ich habe das Gefühl, meine Konzentration ist auch sehr viel kürzer. Ich habe jahrelang dafür trainiert, eine lange Konzentration zu haben, weil das beim Drehbuchschreiben auch wichtig ist. 12 Minuten konzentrierte Arbeit, dann bin ich abgelenkt oder meine Gedanken schweifen ab. Das ist nicht normal bei mir. Dazu kommt, dass mir echt viel schlecht ist, aber nicht so schlimm, sondern eher so, man hat ständig halt so einen Stein im Magen. Und ich bin dann so kurzatmig und müde. Boah, ich weiß nicht, ob ich hier 30 Tage schaffe. Mein Körper fühlt sich so schwer an einfach. Boah, mir ist schlecht. Während des Experiments habe ich Aufmerksamkeit und Junkfood gar nicht in Verbindung gebracht. Aber tatsächlich verschlechtert diese Art der Ernährung tendenziell unsere Konzentration und sogar das Gedächtnis. Ein Problem, das später ziemlich gruselig wird. Ich bin gerade wegen einer Sache im Supermarkt und ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Es kann nicht sein. Ich bin jetzt wieder rausgegangen aus dem Supermarkt, weil ich nicht mehr weiß, was ich kaufen wollte. Ja gut, aber das kann jetzt ja nicht von 2 Tagen Junkfood kommen, oder? Doch. Diverse Studien weisen darauf hin, dass schon kurzfristiger Junkfood-Konsum das Gedächtnis und die Konzentration beeinträchtigt. Zucker und Fette fördern Entzündungen im Gehirn und machen es schwerer, klar zu denken und sich zu erinnern. Und was bei mir hier leicht anfängt, wird später richtig erschreckend für mich. Okay, das klingt jetzt alles erstmal nicht besonders ideal und ziemlich besorgniserregend. Aber es gibt auch einen Vorteil. Zum Beispiel, dass Junkfood erstmal die Stimmung leicht hebt. Auch wenn dieser Effekt nur vorübergehend ist und der oft von einem Einbruch gefolgt ist, der Gefühle von Depression und Angst verstärken kann. Aber stopp! Ich möchte was Positives hören. Wie sieht's denn zum Beispiel mit meiner Bildschirmzeit aus? Die war doch zuletzt so schön unter 30 Minuten. Was ist denn hier passiert? Mir ist auch aufgefallen, dass ich aktuell super viel so Content-Junkfood-mäßig mir reinziehe. Das heißt, ich habe einfach aktuell einen super hohen Input in Pausen. Also, dass ich immer wieder zwischendurch was gucke, was höre und ob das nur Nachrichten oder Radio sind oder irgendwas. Und wenn es auch nur Radio ist, irgendwas läuft ständig. Und ich glaube, das ist ein Problem. Auch auf der Ebene. Und ich frage mich, warum ich mich gerade, weil es fühlt sich so an, als würde ich mich konstant betäuben. Und ich frage mich, warum. An Tag 3 habe ich Magenkrämpfe, Kopfschmerzen, fühle mich unwohl und meine Aufmerksamkeit ist derart gesunken, dass ich nur noch TikToks und Shorts anschaue. Dabei wäre es viel klüger gewesen, ein bisschen Infos in den Kopf zu bekommen. Hätte ich zum Beispiel dieses Buch hier früher gehabt, hätte ich meine Magenprobleme ernster genommen. Unser Darm ist nämlich unser zweites Gehirn. Er hat ein eigenes Nervensystem, arbeitet selbstständig, bildet wichtige Botenstoffe für unser Wohlbefinden und entleert sich, wenn er schädliche Stoffe erkennt. In Darm mit Charme wird lustig und unterhaltsam erklärt, wie eine gestörte Darmflora, zum Beispiel ausgelöst durch Junkfood, zu Stimmungsstörungen, Angst und auch Depressionen beitragen kann. Und Darm mit Charme ist nur eins von über 1 Million Hörbüchern und E-Books, die ihr auf meiner Lieblings-App hören könnt. Bookbeat. Wann immer ich kann, höre ich eins der fantastisch gelesenen Bücher auf Bookbeat und freue mich auch über die ganzen aktuellen und nostalgischen Hörspiele, die es hier gibt. Das Perfekte an Bookbeat ist, dass ich während ich aufräume, spazieren gehe oder sauber mache, Wissen oder spannende Unterhaltung aufnehmen kann. In jeder Geschwindigkeit und auch offline verfügbar. Egal, ob ihr euch zurücklehnen und entspannen wollt oder einfach mal die Augen vom Lesen ausruhen möchtet. Mit dem Code Josef könnt ihr Bookbeat jetzt 2 Monate lang kostenlos testen und rausfinden, ob es auch eine eurer Lieblings-Apps werden kann. Okay, ich gucke also vor allem TikToks und Shorts während des Experiments. Ist das auch ausgelöst worden durch meine Ernährung? Kann es überhaupt sein? Das habe ich eine befreundete Ärztin und Psychologin gefragt. Hallo? Warum schaue ich plötzlich TikToks und Shorts, obwohl ich das vorher vermieden habe? Kann das auch mit dem Junkfood zusammenhängen? Das ist gut möglich. Du hast wahrscheinlich mehr Lust auf diese Art Social Media, weil es genau wie Junkfood sofort Dopamin ausschüttet und dir schnell ein gutes Gefühl gibt. Ja, aber es ist ja trotzdem was komplett anderes als Essen. Ja, löst aber beides schnelle Glücksschübe im Gehirn aus. Aber das viel größere Problem ist, dein Gehirn gewöhnt sich an diese schnellen Glücksschübe und will ständig mehr davon. Ob durch Essen oder kurze Videos ist dann auch egal. Das macht es schwer, damit aufzuhören, weil du immer wieder nach dieser schnellen Befriedigung suchst. Und das ist eine gefährliche Kombination, die dir sehr schnell viel Zeit und Energie raubt. Energie fehlt mir
zunehmend und auch Kontrollverlust ist ein Thema. Aber dass das was mit Social Media zu tun haben könnte, war mir nicht klar. Noch vor einer Woche war meine Bildschirmzeit täglich unter 30 Minuten. Jetzt bin ich in kürzester Zeit bei knapp 4 Stunden. Aber jetzt, ich esse erstmal was. Heute gab's Pizza, heute gab's so Röstis. Ich bin todmüde. Also der Körper braucht wahrscheinlich einfach mehr Ressourcen, um das zu verarbeiten, aber ich bin so langsam und so müde. Eine Sache, die ich für den Zeitraum des Experiments unterbrechen muss, ist mein Intervallfasten. Es ist jetzt 23 Uhr. Ich bin ins Bett gegangen und ich hatte so einen Hunger. Ich habe das heute gegessen und ich weiß nicht, ob ich einfach mehr Masse essen muss, damit das Hungergefühl weggeht, aber Hungergefühl ist gerade echt ein Problem. Und eigentlich würde ich um diese Uhrzeit gar nicht mehr essen, aber ich schaff's nicht, in meinem normalen Zeitraum von 9 bis 15 Uhr, esse ich normalerweise, das irgendwie reinzukriegen, dass abends nicht dieser Hunger hochkommt. Ende der Woche erlebe ich auch äußerlich erste Symptome. Also juckende Haut, Ausschlag, aber dafür keine Magenprobleme mehr. Und das Essen macht immer mehr Spaß. Ich drifte so ganz langsam in sehr viel ernstere Probleme, ohne es zu merken. Eine Sache, die ich ehrlich sagen muss, nach all dem Verzicht macht es gerade total Spaß, einfach mal auf alles zu scheißen und sich das reinzuhauen, das Zeug. Ich weiß, es ist nicht gesund, ich weiß, es ist schlecht, aber es macht doch leider wirklich Spaß, dieses Essen. Nicht nur mir übrigens. Laut dem Ernährungsreport 2024 essen 24% der Deutschen jeden Tag Süßigkeiten. Jugendliche ziehen vor allem Fastfood vor. Knapp 100% der 12- bis 17-Jährigen haben im letzten Monat Fastfood gegessen. Durchschnittlich 72 Gramm am Tag. Pizza ist dabei auf der Nummer 1. Bei mir im Experiment übrigens auch. Die vertrage ich auch besser als die Burger. Gute Nachrichten, mein Magen hat sich dran gewöhnt. Und ich habe abends jetzt immer so richtig Heißhunger. Also ich esse auch insgesamt viel mehr. Aber ich muss sagen, es ist halt leider richtig geil. Es macht halt inzwischen mega Spaß. Ist halt schon ein sehr cooles Experiment. Ist mit Sicherheit nicht gesund, aber es macht einfach gerade richtig krass Spaß. Ich glaube, der einzige Nachteil, den ich gerade sehe, ist, dass ich über den Tag verteilt mehrere Tiefs habe. Also wo ich wirklich krass müde bin. Wirklich so zwischen 15 und 17 Uhr ist immer ein richtig hartes Down. Und das hatte ich gar nicht mehr. Ich habe ja mit Intervallfasten und Zuckerverzicht ziemlich darauf geachtet und einer gesunden Lebensweise, dass es mir gut geht und auch kein Koffein mehr zu mir genommen seit Ewigkeiten. Und das sind alles Dinge, die mir geholfen haben, tagsüber überhaupt keinen Down mehr zu haben. Jetzt habe ich mehrere, aber also ernährungsmäßig, es macht schon Spaß. Und ich habe das Gefühl, mein Kopf ist ein bisschen langsamer geworden. Das kann aber auch natürlich alles Einbildung sein. Und während ich denke, dass es bisher schon schlimm genug läuft, schlägt mir Woche 2 mit vollem Anlauf ins Liebe geht durch den Magen, also arbeiten wir uns doch von da bis zum Herzen hoch. Übelste Magenkrämpfe. Bin seit 2 Stunden wach, weil ich solche Magenkrämpfe habe. Mein Magen hat sich tagsüber an die Ernährung gewöhnt, hält mich aber dafür jetzt jede Nacht wach. Das heißt aber nicht, dass es tagsüber dafür besser läuft. Meine Konzentration ist über den Verlauf der Woche immer schlechter geworden und das geht auch in Woche 2 so weiter. Ich kann nicht mehr so viel arbeiten. Konzentration ist einfach schneller weg. Und was ich total absurd finde, ich brauche gefühlt irgendwie gerade das Doppelte, um satt zu werden. Und das hätte ich nicht gedacht, weil ich esse ja schon so viel, einfach in Masse und so fettiges Zeug. Und trotzdem macht das kurzzeitig so, dass einem so richtig schlecht ist und das richtig voll. Aber ich habe dann sehr schnell danach wieder Hunger. Und dann esse ich wieder sowas und dann kriege ich abends nochmal Hunger, manchmal kurz vorm Einschlafen, was halt richtig ätzend ist, weil man kann so schlecht einschlafen, wenn man Hunger hat. Und jetzt habe ich auch angefangen, tatsächlich abends manchmal noch was Kleines zu essen. Ich werde quasi gar nicht mehr richtig wach über den Tag. Mir geht's so scheiße. Also beim Essen ist es immer okay. Da macht's auch immer noch irgendwie kurz Spaß. Aber also Minuten danach schon. Und ich bin echt krass kurzatmig geworden, wenn ich Treppen steige und sowas. Konzentration ist völlig im Eimer. Ich bin gerade ein Stockwerk Treppe gegangen. Ich muss Pause machen. Das kann nicht sein. Was ich noch sagen wollte, ist weg. Okay, ich werde auf gar keinen Fall 30 Tage schaffen. Das ist ja wohl super creepy. Ich habe gerade noch gewusst, was ich sagen wollte. Dann habe ich das mit der Treppe gesagt, weil ich gemerkt habe, dass ich außer Atem bin. Okay, das macht mir ein bisschen Angst. Das finde ich nicht cool. Das war hoffentlich nur ein einmaliger Ausrutscher, oder?
Diverse Studien weisen darauf hin, dass schon kurzfristiger Junkfood-Konsum das Gedächtnis und die Konzentration beeinträchtigt. Ich bin gerade wegen einer Sache im Supermarkt und ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Es kann nicht sein. Ich bin jetzt wieder rausgegangen aus dem Supermarkt, weil ich nicht mehr weiß, was ich kaufen wollte. Ich bin exakt wegen einer Sache da rein. Ich wusste es eben noch ganz genau. Es ist albern und es macht mir auch ein bisschen... Ich hab unnormal Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich bin todmüde, wenn ich ehrlich bin. Versuch mir zu sagen, wie viel wert ich bin. Doch hab Selbstvertrauen nie gelernt als Kind. Moment. Ich dachte, dieses Experiment wird ärztlich begleitet. Ja, aber du musst halt auch hingehen. Also. Ich gehe jetzt weg zum Arzt, Zwischencheck machen lassen. Das geht so nicht weiter. Also ja, ich habe jetzt ganz schöne Ansagen bekommen für Bewegung. Ich habe jetzt quasi keine Veränderung vorgenommen, außer Junkfood zu essen. Also habe meine normalen Schritte am Tag, meine normale Bewegungsabläufe gehabt. Aber ich muss mich definitiv mehr bewegen. Das muss ich jetzt anpassen. Dann hört das mit der Kurzatmigkeit vielleicht auch auf. Wie genau meine Werte sind, erfahre ich morgen. Nein, erfahre ich nicht, weil man mich vergessen hat. So wie ich die Dinge, die ich tun wollte. Als wäre mein Gehirn im Urlaub. Wisst ihr, wer übrigens auch in den Urlaub gefahren ist? Meine Ärztin. Direkt einen Tag später. Hätte mir nicht irgendwas sagen können. Denn so warte ich die nächsten Tage verloren auf meine Blutwerte, die einfach nicht kommen. Aber ich habe auch so genug Probleme. Das wirkt extrem, macht aber halt einfach gerade satt. Update. Wie geht's mir? Kurzatmigkeit, Magenkrämpfe, schlafe kaum noch richtig. Vergesslich, Aufmerksamkeitsspanne total gestört, schlechtes Körpergefühl. Meine Arbeit leidet gerade darunter. Also ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Ich merke das schon sehr. Aber ich möchte gar nicht, dass das ein Problem wird, weil das ist so ein geiler Job, so eine geile Chance. Das ist mein erster Kinofilm. Warum sollte ich das jetzt riskieren? Also ich weiß nicht, ob ich diese 30 Tage schaffe. Ich sag's, wie es ist. Aber obwohl ich merke, dass etwas nicht stimmt, fange ich nicht an, etwas daran zu ändern. Und das irritiert mich bis heute, als wäre ich unter so einem Bann gewesen. Das Absurde ist, dass Junkfood mich auf eine Art betäubt. Es geht mir so schlecht. Es gibt so viele Effekte, die offenbar durch die Ernährung ausgelöst worden sind. Aber warum breche ich das Experiment nicht spätestens jetzt hier ab? Also mein Energielevel ist ganz unten. Es ist jetzt der 3. Tag in Folge, an dem ich nicht wirklich gearbeitet habe. Ich habe zwar am Computer gesessen und Sachen gemacht und auch Videocalls gehabt, aber ich habe an keinem Skript gearbeitet. Ich habe nichts nach vorne gebracht. Das sind jetzt 3 Tage hintereinander für die Tonne. Das kann ich mir als Selbstständiger nicht leisten. Und ich bin so müde die ganze Zeit. Ich bin heute auch noch spazieren gewesen, um mich zu bewegen, aber ganz im Ernst, es macht einfach keinen großen Unterschied. Es ist so seltsam. Ich bin wie in so einer komischen Schleife gefangen, in der ich weiß, ich müsste es abbrechen, aber zu faul bin, es zu tun. Es ist total gestört. Es ist so dumm. Ich muss das Experiment abbrechen. Alles andere wäre wirklich... Ich wollte gerade aufstehen und ich komme gerade nicht hoch, weil ich sonst die Luft nicht kriege. Ey, wirklich. Hallo? Und ich habe mich halt gefragt, warum habe ich da nicht schon abgebrochen? Das wäre doch eigentlich der späteste Zeitpunkt gewesen, das Experiment zu beenden. Naja, Junkfood macht halt echt süchtig. Du hast dich vermutlich selbst belogen. Gründe findet man immer. Diese ganze Dopamingeschichte sorgt halt dafür, dass du dich kurzfristig gut fühlst und dann immer mehr davon willst. Selbst wenn du merkst, dass es dir eigentlich schadet. Ja, aber es hat in dem Fall ja einen absoluten Traum auch gefährdet von mir. Ich meine, ich habe da mein Kinofilmprojekt in Gefahr gesehen, aber außer mehr spazieren gehen, habe ich nichts unternommen. Das würde ich normalerweise unter normalen Umständen nie machen. Ich würde irgendwas tun, ich würde was verändern. Ja, so wie ich dich kenne, würde ich sagen, es lag definitiv am Junkfood. Das hatte ich mit Sicherheit auch länger im Experiment gehalten, als es bei deiner normalen Ernährung der Fall gewesen wäre. Junkfood überstimuliert unser Belohnungssystem im Gehirn, was dann unsere Selbstkontrolle schwächer macht. Deswegen fällt es mir vermutlich hier auch so schwer, mich zu konzentrieren oder wichtige Dinge zu erledigen, weil ich nach schnellen Belohnungen suche, statt an langfristigen Zielen dran zu bleiben. Kurzer Zwischencheck. Die Hautprobleme haben jetzt angefangen. Mir ist heute das erste Mal aufgefallen, dass ich echt krasse Stimmungsschwankungen habe. Das kenne ich so nicht von mir. Richtig so Wut und schlechte Laune und traurig und es fühlt sich einfach richtig scheiße an. Ich fühle mich richtig schlecht. Ich habe keinen Grund, warum ich mich so fühlen sollte. Und da es in den letzten Wochen alles so gut war, in den letzten Monaten, weiß ich nicht, wo das herkommt und das macht mir ein richtig schlechtes Gefühl. Ich möchte das nicht, dass ich von einem auf den anderen Moment so krasse Stimmungsschwankungen habe. Ich habe mich heute auf jeden Fall viel mehr bewegt als in den letzten Tagen. Die Kurzatmigkeit ist nicht weniger geworden, aber das Spazieren hat wirklich
gut getan. Und ich habe das Gefühl, das hat auf jeden Fall alles heute ein bisschen... Diese Wortfindungsstörungen... Das hat alles ein bisschen erträglicher gemacht. Mit meinen Stimmungsschwankungen kommt auch ein Gefühl, das ich schon sehr lange nicht mehr hatte, aber in den folgenden Tagen dringend haben sollte. 20 nach 4, die Nacht ist wieder gelaufen, ich kann nicht mehr schlafen. Ich wache ständig auf und irgendwann ist einfach vorbei. Ich bin jetzt nicht ausgeschlafen, ich bin nicht wach, aber ich kann nicht mehr pennen. Einige Tage nach dem Bluttest erreichen mich endlich meine Werte. Und es liegt auch eine kleine Erklärung dabei, was bedeutet. Und meine Reaktion darauf ist sehr kurz. Meine Blutwerte sind da und ich werde das Experiment jetzt hier abbrechen. Sieht man, wie kaputt ich da aussehe? Ich habe mich so schlecht gefühlt, aber es gleichzeitig erfolgreich verdrängt. Aber sprechen wir erstmal über meine Werte und was die eigentlich bedeuten. Das waren meine Werte vorher, das nachher. Aber was heißt das eigentlich alles? Das hätte ich ganz gern mal erklärt von einem Profi. Jeder dieser Werte gibt Aufschluss über den Zustand des Stoffwechsels und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz, die für den Aufbau von Zellen und die Hormonproduktion wichtig ist. Aber zu viel Cholesterin kann sich in den Arterien ablagern und das Risiko für Herzkrankheiten erhöhen. Das hier ist das Gesamtcholesterin. Man kann den Wert auch in gutes und schlechtes Cholesterin unterteilen. Das wären dann Punkt 2 und 3. Alterwert 189, aktueller Wert 219 und damit außerhalb der Norm. Der HDL-Wert weicht von 67 auf 45 und der LDL-Wert von 98 auf 157. Damit ist HDL im grenzwertigen Bereich, aber LDL stark erhöht. Und das könnte auf ein höheres Risiko für Arterienverengung und eine Herzkrankheit hinweisen. Der nüchterne Blutzuckerwert ist mit 79 normal. Die Triglyceride messen die Menge Fett im Blut, die aus überschüssigen Kalorien gebildet werden. Sie ist leicht erhöht. Das könnte auf ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hindeuten. Insgesamt ist die Veränderung von diesen Werten zu diesen Werten besorgniserregend. Ich habe Gewichtsprobleme und Hautprobleme erwartet, aber nicht, dass ich in so kurzer Zeit Gedächtnisstörungen und das Risiko für Arterienverengung bekomme. Das ist echt übel. Ich musste das auf jeden Fall abbrechen. Hallo? Ja, ich will eine große Pizza. Ja. Was wäre passiert, wenn ich das Experiment 30 Tage durchgezogen hätte? Hätten sich deine Blutwerte und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter verschlechtert, besonders durch die steigenden Blutfett- und Cholesterinwerte. Auf jeden Fall hätten kognitive Funktionen wie Gedächtnis und Konzentration noch stärker abgenommen, begleitet von starken Stimmungsschwankungen bis hin zu depressiven Phasen und erhöhter Müdigkeit. Dabei gibt es auch Gegenbeispiele zu meinem Experiment, wie den Comedian Tom Norton, der durch Kalorienbegrenzung und Bewegung während einer 30-Tage-Fastfood-Diät angeblich 5 Kilo abgenommen hat. Oder auch ein Lehrer, John Cisner, der aß 3 Monate lang nur McDonald's, hielt sich dabei strikt an 2000 Kalorien am Tag und ging jeden Tag 45 Minuten spazieren. Angeblich hat er dabei 17 Kilo Gewicht verloren und verbesserte Cholesterinwerte gehabt am Ende seines Experiments. Kann ich jetzt persönlich natürlich nicht nachprüfen. Dieses Experiment hat mir gezeigt, dass Junkfood meine Gesundheit, meine Stimmung und meine Konzentration verschlechtert. Und so geht's auf keinen Fall weiter. Und von daher starte ich ab sofort das nächste Experiment. 30 Tage nur Rohkost. Let's go. Denn wenn du schwach bist, ich nehm dich gerade dein. Du an dir zweifelst, ich